Auf der Watches and Wonders in Genf stellte Piaget ein neues Modell aus der Reihe Altiplano Ultimate Concept vor. Die extrem flache Uhr mit nur 2 mm Bauhöhe basiert auf der erstmals 2018 vorgestellten Altiplano, wurde bei der neuen Variante allerdings um ein Tourbillon erweitert. Bei dieser Gelegenheit haben wir uns außerdem die Golduhr Polo 79 aus der Nähe angeschaut, die mit ihrem Gelb-Gold-Gehäuse und dem integrierten Gliederband derzeit gleich doppelt im Trend liegt. Für Piaget ist 2024 ein ganz besonderes Jahr, denn die Manufaktur aus dem schweizerischen La Côte aux Fées feiert ihr 150. Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass musste natürlich eine ganz besondere Uhr her. Die Altiplano Ultimate Concept Tourbillon ist so eine Uhr und trägt das Gründungsdatum 1874 deswegen auch auf dem Zifferblatt. Das Modell ist eine uhrmacherische Meisterleistung, was die Bauhöhe angeht. Nur 2 mm misst das Gehäuse in der Höhe und ist damit flacher als eine 2-Euro-Münze oder unser Schließfachschlüssel fürs Pressezentrum. Der Trick bei der Uhr mit 41,5 mm Durchmesser liegt darin, dass der Gehäuseboden auch gleichzeitig die Grundplatine des Uhrwerks darstellt, wodurch sich einiges an Platz sparen lässt. Natürlich sind auch die Uhrwerkskomponenten möglichst flach gefertigt, wie auch die beiden Saphirgläser auf der Vorderseite und dem Sichtfenster für das Tourbillon auf der Rückseite. Nur 0,2 bzw. 0,16 mm sind sie hoch und werden wegen Platzmangel für eine mechanische Lösung auch tatsächlich in das Gehäuse eingeklebt. Damit sich die Uhr am Handgelenk nicht verbiegt und das Uhrwerk keinen Schaden nimmt, sind bei der ultraflachen Uhr keine typischen Gehäusematerialien im Einsatz. Gold oder Edelstahl beispielsweise würden in der benötigten Wandstärke sofort verbiegen, Keramik könnte brechen. Deswegen setzt Piaget bei der Altiplano auf eine Kobaltlegierung, die mittels PVD-Verfahren blau beschichtet wird. Die hinzugefügte Tourbillon-Hemmung hat an der Bauhöhe nicht einen Bruchteil eines Millimeters verändert. Das war nur möglich, weil der Tourbillon-Käfig nicht einseitig, also fliegend, am Ende seiner Achse gelagert ist, sondern in einer ringförmig außen um das Tourbillon gelegten Brücke auf einem ultraleicht laufenden Keramikkugellager geführt wird. Die Kraftzufuhr erfolgt ebenfalls über die Peripherie des Tourbillon-Käfigs und das Federhaus ist wie dieser auf Keramikkugeln gelagert. Die Altiplano hielt nach ihrer Lancierung den Weltrekord für die flachste Mechanikuhr, wurde im Nachgang jedoch unterboten. Aktuell hielt noch bis vor kurzem eine Richard Mille den Rekord, wurde allerdings dieses Jahr von Bulgari schon wieder unterboten. Mit der neuen Altiplano Ultimate Concept Tourbillon hält Piaget jedoch unangefochten den Rekord für die flachste Armbanduhr mit Tourbillon-Hemmung. Viele Exemplare der Uhr wird es übrigens nicht geben, vor allem weil die Herstellung extrem aufwendig ist. Wer ein Exemplar haben möchte, muss außerdem mit einem Preis von über 600.000 € klarkommen. Die Kollektion Polo ist die sportliche Modellreihe von Piaget und hat ihren Anfang Ende der 1970er Jahre gefunden. Also in der Zeit, in der andere Marken wie Audemars Piguet oder Patek Philippe bereits mit Stahluhren wie der Royal Oak oder Nautilus auf dem Markt waren. Auch Piaget spürte die Nachfrage nach sportlicheren Modellen und lancierte 1979 die Polo, blieb allerdings vorerst bei Gold als Gehäusematerial und setzte nicht auf den günstigen Edelstahl. Der sportlich elegante Stil, gekoppelt mit erhöhter Wasserdichtheit und Stoßfestigkeit, kam bei den Kunden gut an, sodass im Laufe der Zeit eine große Vielzahl von Varianten auf den Markt kam. Inzwischen hat Piaget übrigens auch Modelle mit Edelstahlgehäuse im Programm, konnte sich dem Trend also wohl doch nicht ganz verweigern. Im Moment jedoch scheint Gelb-Gold wieder in Mode gekommen zu sein und wohl auch deswegen legt Piaget das Modell von 1979 wieder neu auf. Während die Manufaktur beim Originalmodell noch auf ein Quarzwerk gesetzt hatte, bei denen die Marke damals führend war, kommt das neue Modell Polo 79 in den Genuss eines ultraflachen Automatikkalibers mit Mikrorotor. Das Manufakturkaliber 1200 P1 mit 21.600 Halbschwingungen pro Stunde zeigt sich dementsprechend selbstbewusst auf der Gehäuserückseite durch einen Sichtboden. Besonderes Highlight damals wie heute ist jedoch die aufwendige, aus mehreren Teilen zusammengesetzte, aber doch ineinander verschmelzende Gehäuse- und Bandkonstruktion aus abwechselnd polierten und satinierten Komponenten, die auch unter den beiden Goldzeigern für Stunden und Minuten zu sehen sind und dementsprechend auch als Zifferblatt dienen. Die ultraflache Automatikuhr ist im Gegensatz zum Vorbild aus 1979 etwas im Durchmesser gewachsen,
Der beträgt bei der aktuellen Polo 79 nun 38 mm. Durch die Verwendung des ultraflachen Kalibers 1200p1 mit nur 2,35 mm Höhe kann auch das Gehäuse flach bleiben. Es misst nur 7,45 mm. Die Uhr für die reichen und schönen Kundinnen und Kunden von Piaget wird für 80.000 € angeboten. Es handelt sich dabei allerdings auch wirklich um eine faszinierende Uhr. Vor allem wenn man sie in der Hand bzw. am Handgelenk hat, kann man sich den Bann nur schwer entziehen. Das hätte ich, bevor ich sie live gesehen habe, auch nicht unbedingt gedacht. Ich hoffe, das Video hat euch einen Einblick in die neuen Uhren von Piaget gegeben. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal.